Willkommen zurück bei Time Out Racing. Ich bin der Sven und wir begleiten Rupert Motorsport an der Dakar 2024. Es ist Sonntag, 14. Januar. Für uns heißt es wieder Camp abbauen und ins nächste Camp nach Alt Duwatmi. Für uns ist das nur etwa 320 Kilometer. Das ist überschaubar und die Wertungsetappen sind aber viel länger. Also wir fahren quer durch und sie machen eine große Schlaufe. Daher wir haben genügend Zeit, bis sie im Camp sind. Das heißt, wir haben auch genügend Zeit, euch wieder Impressionen vom Camp zu zeigen. Besten Dank fürs Dranbleiben und viel Spaß. Es war eine gute Zeit in Riyadh. Doch sind wir aber auch froh, dass es jetzt wieder weitergeht. Wieder ein bisschen vom Land was zu sehen und nicht nur von diesem Parkplatz. Wir haben gerade Halt gemacht bei einer Tankstelle. Da ist immer viel Leben. Es ist immer etwas los. Gibt's Einkaufsladen, Restaurant, Werkstatt. Wie ihr euch vorstellen könnt, kostet so ein Dakar-Einsatz natürlich auch richtig Geld, aber dank unserer großen Sponsoren konnten wir einen Teil davon auffangen, aber es sind eben nicht nur die großen, sondern auch viele kleine Helfer, Technikpartner, Sponsoren, die dazu beitragen, dass wir unseren Traum erfüllen können, und dafür sagen wir vom ganzen Team wirklich herzlichen Dank an euch alle. Was ist? Hat der Kaminfilter geklappt? Nee, ich möchte den mal aufschneiden. Hi. Es ist 2:30, wir sind im Camp angekommen. Wir sind im Camp, wo wir schon mal waren und wo es kein Internet hat. Das heißt, heute Abend
wieder schauen, wo wir da das Video rauskriegen. Das Camp ist schon gut gefüllt und schon schön staubig. Für diesen holländischen LKW die Dakar auch zu Ende. Massiv überschlagen, große Schäden. Würde mich interessieren, was solch eine Reparatur kostet. Könnte das auch so ein Gestänge sein, was da rausgefahren werden kann zum den Reifen wechseln? Könnte sein. Der war hinten auch zu, das ist alles weg. Oh je. Das sind die Fahrzeuge der bis gestern führenden im Side-by-Side. Polnische Teams, also alle aus Polen, und die wurden disqualifiziert, weil sie eine Kupplung nutzen aus Carbon und die sei nicht regelkonform. Daher wurden die alle disqualifiziert und stehen jetzt hier leider auf dem Anhänger. Der Peugeot auch immer noch im Rennen. Geht es da mal hin, wo ich selber noch nie war, hinter das Catering-Zelt. Es kann also sein, dass ihr was Spannendes seht oder auch gar nicht. Ich denke mal, in diesen LKWs wird gekocht. Das sind 4 Stück Auflieger, ja. Das sieht nach Kochen aus. Schauen, ob man da rein schauen kann. Ja, riesen Küche. Es gibt jeden Abend Suppe. Der Sebastian Loeb von BRX hat heute die Etappe gewonnen. Viele Medienleute sind jetzt hier beim Team und warten auf die Ankunft, und ich würde sagen, wir nehmen euch mit, dass ihr das auch mal von behind the scenes sehen könnt, wie das so abläuft. Selber gespannt, ich weiß jetzt nicht die Reihenfolge, weil es hat ja verschiedene TV-Stationen, dann hat es die offiziellen Dakar-Medien, Leute, das sind die mit den blauen T-Shirts an. Und ich nehme jetzt mal an, die kommen zuerst dran.
Dans des petits cagnols presque invisibles dans les canyons, donc on a bien bossé tous les deux, bien décomposé, on a fait des erreurs, on a corrigé rapidement, on a plein de gros, et puis un gros rythme tout le long, pas d'erreur particulière, ça a bien marché, et donc ouais, on fait ça. Yes, so it was a very good day for us. The stage was complicated, the navigation was very complicated, it was a bit of everything, some canyons, some tubes. Some tracks and so on. So, but we try to be very concentrated to respect the roadbook perfectly. And finally, for sure, we did a few mistakes in the navigation, but overall, we were able to correct all the mistakes very quickly. And I was pushing hard all the stage. Finally, it's a very good day. I'd like it appears. Yeah, I try to push all the time, but no big risk in the rough section. Trying to save a bit the tires always, except at the end when I try to push hard in the stones because it was only 10 kilometers to go. For the rest, we really tried mainly to concentrate on the roadbook and the navigation because it was a lot of junction everywhere in some very little canyons. And, it was easy to lose a lot of time, so finally I think we did a great job. You got tempo. I hope I will not need that, but yes, like you said, it's 3 puncture maybe, and Nasser is just here. For sure it can happen. Okay, the French guys, please. Das war jetzt mal cool, da dabei zu sein, wie das abläuft. Also wie angedacht waren da zuerst die Offiziellen, dann die Fernsehstationen und dann der Rest. Und gleichzeitig wird schon im Hintergrund gearbeitet, um möglichst schnell das Auto wieder fit zu haben. Carlos Sainz no ha acabat satisfet de la 7ª etapa, tot i això encara té un marge important de 19 minuts sobre aquest cotxe, el de Sebastián Loeb. Francesc Soria Missa, TV3, al duet. Viertel vor 6. Nasser Al-Attiyah kommt zurück. We puncture 30k and then we continue 300. And then when I see the wheel is like moving, you know, and suddenly we have a puncture. Yes. And then when we jump, we see it and we change it and yeah. Did you feel the impact where it happened? No, we don't impact. There's no impact, nothing. And both punctures there? Yeah, corner. yeah.
I think what we need to do, we need to reinforce, you know, for both cars. How many times have you broken that? Only in crash. Only in 8. Yeah, both sides, yeah. So I took a bend first. Spring. Huh? Touching the spring. Springs. Doesn't touch, there's a very small area. But from the top, how from down? That corner. Yeah, it doesn't touch. Doesn't actually touch. You use more than stroke. Es ist wieder so, It's not a stack. dass der Ingenieur jetzt da die Informationen bekommt. Er schreibt sich da alles auf. Generell gibt es ein Problem mit einem Arm, glaube ich, war das. Und er hat jetzt da Tipps gegeben, It's not so. wie man das verbessern könnte. Oder er hat gesagt, man sollte das verbessern, sonst Is it okay? kommt es wieder schlecht. Missing something? Missing like be more precise. It's a little bit like So it's lying too much on the outer wheel? yes. Okay. Tag 7 vorbei, Stage 7. Hat eigentlich gar nicht so schlecht begonnen. Ich bin eigentlich den ganzen Tag alleine gewesen. Es waren 483 Kilometer Sonderprüfung. Heute war der längste Tag, also alles in allem waren es 873, glaube ich. Und es war wirklich ein sehr langer Tag. Hat eigentlich alles gepasst, bis auf dem zweiten Refueling. Da habe ich meine Rippe leider sehr toll gemerkt und habe dann eine Schmerztablette vom Veranstalter, von dem Medical da genommen. Habe ich scheinbar nicht so erlitten, hat mir nicht so gepasst, mir ist dann richtig übel geworden und war wirklich kurz davor, dass ich absteige und aufs Klo gehe. Schwarz vor die Augen ist mir geworden, bin so unkonzentriert geworden, habe dann so viele Fehler gemacht, aber zum Glück keinen Sturz gehabt, habe sehr viel Zeit da verloren. Nichtsdestotrotz sind 3 Leute ausgefallen, bin somit jetzt in der Gesamtwertung auf Platz 19 nach vorne gerutscht und ja, jeder Tag kann nicht super laufen, muss auch mal einen schlechten geben. Wenn das jetzt der schlechte war, dann nehme ich ihn auf jeden Fall so. Und es sind ja noch 5 Tage zu fahren, also es war sehr steinig heute, muss man auch sagen. Und sehr lange, 483 Kilometer, war schon nicht ohne. Aber alles in allem hat Spaß gemacht, habe ein bisschen Speed rausgenommen, habe echt sauber navigiert, muss ich sagen. Aber eben dann durch die Fehler habe ich sogar einen Wegpunkt verpasst, habe leider Strafzeit kassiert, aber mein Gott. Ich bin ja da zum Lernen, also von dem her jetzt noch das Motorrad machen, Luftfilter, Ölwechsel. Und dann bin ich ja schon wieder bereit für morgen, für den Stage 8 ist morgen. Genau. Danke fürs Zuschauen. War jetzt ja nicht schlecht, aber wir haben unnötige Zeit. Ihr seid zurück. Heute eine sehr lange Etappe. Erzählt mal bitte, was ihr erlebt habt. Alles haben wir wieder erlebt. Steine, Geröll, Sand, Dünen, alles war dabei. Wadi-Durchfahrten, 10-12 Kilometer lang im Sand Wadi gefahren. Aber war gut, also heute sind wir richtig glücklich und richtig zufrieden. Das erste Mal, dass uns diese App so funktioniert hat, wie wir es uns in der ersten Woche erhofft hätten. Matthias konnte mir wahnsinnig gut helfen mit Geschwindigkeit, Angaben. Navi-Tests haben wir gut bestanden. Dank Ursis Hilfe. Einmal sind wir zurückgefahren, weil wir einen Wegpunkt nicht gehabt haben. Also heute sind wir richtig zufrieden. Wir haben relativ wenig Strafpunkte. Den Dünentest sind wir nicht gefahren. Das war unsere klare Entscheidung. Dafür haben wir 150 Strafpunkte kassiert. Aber ansonsten war es richtig gut heute. Also für das, dass wir ja mit etwas Vorsicht rangegangen sind an den heutigen Tag, war es echt gut. Ursi, bei den schnellen Autos habe ich jetzt von mehreren Fahrern und Beifahrern gehört, dass die Navigation sehr anspruchsvoll war. Wie war das bei euch, bei der Classic? Ja, war schon auch anspruchsvoll.
Also ich hatte ehrlich gesagt vor dem zweiten Navi-Test ein bisschen Bammel, weil nämlich da sind ein paar Punkte dabei gewesen, wo keine Wegpunkte waren, also wo nicht sichtbar waren oder nicht sichtbar worden sind. Und da musste man halt dann selber schauen, dass wir da hinkommen. Und das war dann, aber wir haben es super gemeistert, ich bin ganz glücklich und bin auch stolz auf meinen Sohn, dass der das immer so gut mitgemacht hat. Matti, ich habe gehört, es schaukelt da sehr in eurer Kabine und dass deine Füße immer rumfliegen. Wie war das heute? Wie fest hat das geschaukelt? Also so im Allgemeinen ging es, bis auf beim ersten Navi-Test. Da war es in den Dünen und da kommst du nicht drum rum. Wenn du da vom Gas gehst, bleibst du in der Düne stecken und dann war es halt einfach weiter auf dem Gas bleiben, Düne bergauf und da hat es aber dann uns alle drei aber ordentlich durchgeschaukelt nochmal. Das Auto wird jetzt angeschaut, ob alles in Ordnung ist. Wie sieht bei euch der Rest vom Abend aus? Duschen, vorbereiten auf morgen, also speziell Ursi muss da relativ viel. Ich muss da noch Büroarbeiten machen. Sie halt einteilen, die ganzen Tests, wann kommen die markanten Punkte und bei Zeiten ins Bett, weil morgen kommt die härteste Prüfung. Also die geht über weit über 700 Kilometer, davon 480 Wertungsprüfung. Also morgen wird sicherlich ein harter Tag. So, wir haben noch Gäste bekommen, die gerne mal Platz nehmen im LKW. Wie fühlt sich das an? Servus. Ja, schon gut. Also man möchte gar nicht mehr aussteigen, man fühlt sich sofort wohl. Ja. Aber es ist eng, oder? Ja, es ist auf alle Fälle auch ungewohnt so. Aber man sitzt eigentlich ganz bequem. Könnte man sich vorstellen, dass das so zu fahren ist, oder? Wir überlegen schon die ganze Zeit. Ah, okay. Ja. Okay. Ja, ich glaube, ihr wollt noch jemanden grüßen, oder? Genau, auf alle Fälle mal Grüße an meine Familie daheim, speziell an meinen Papa. Der schaut die Videos eh alle an, hat er gesagt. Genau. Super. Ja, ich würde auch gerne meine Familie und meine Spätzeln grüßen. Also Grüße gehen raus ans schöne Niederbayern. Genau. Lang haben wir nicht mehr, guten Woche sind wir wieder zurück. Bis jetzt geht es uns noch gut. Schauen wir mal. Danke. Ich bin wirklich begeistert, wie der LKW funktioniert. Sie kommen am Abend zurück, dann Luftfilter ausblasen, schauen, ob alles hält. Der Aufwand hält sich extrem in Grenzen. Daher können wir uns auch um die Details kümmern, Scheiben reinigen. Der Carlos Sainz, der bei Audi fährt, der hatte irgendein Thema mit seinem Camper. Details kenne ich nicht. Aber er hat dann von Yazid, der hat ja 3 von den Dingen, eins bekommen, dass er jetzt da schlafen kann. Daher steht jetzt dieser Camper, dieser Lastwagen bei Audi. Hier wird im Auto von Carlos Sainz gearbeitet. Es sind 2 von 3 Autos da. Jedes der 3 Autos hat nebenan ein Service-LKW. Es ist mittlerweile 8 Uhr und bei vielen Teams sind die Fahrzeuge noch nicht zurück. Also es wird wieder eine harte Nacht für die Mechaniker, für die ganze Crew. Und morgen gibt es dann wieder so eine lange Etappe. Schöne Klassikfahrzeuge. Mitsubishi. C'è l'aria! Ma io asciugavo l'asciugamano. Ah, lì lo devi aspettare.
Das waren gestern unsere Nachbarn aus Polen, sehr offen, sehr freundlich, und die haben sich heute heftig überschlagen. Der Jörg hat erzählt, dass die oben auf einer Düne sich dann überschlagen haben. Ich hoffe, die kriegen das wieder hin. Hier wieder einer meiner Lieblingsabsetzcontainer oder mein Lieblingskonzept. Ja, ich würde es ein bisschen ordentlicher gestalten, aber sonst guter Anfang. Das Lastwagensteam, alles große Größen. Bei South Racing sind die ersten Autos zurück, der Lukas noch nicht. Die beiden Porsches sind auch noch im Rennen. Die sehen ganz fit aus. Ja mam tu robotę. Kolektor się odkręci. Pierdolnie Józkie. Józio! Wir sind am Ende vom heutigen Video. Wir haben viel erlebt, viel gesehen. Es war spannend wie immer und es ist eigentlich auch immer 10 Uhr. Also wir stehen auf und dann ist immer 10 Uhr abends. Das heißt für mich, Videoschneiden, Internet haben wir hier keins. Daher, ich nehme das Auto von Steve, ich darf das Auto von Steve benutzen, damit ich in die nächstgelegene Stadt fahren kann, mir da einen schönen Parkplatz suchen und von da aus das Video hochladen kann. Besten Dank für die sensationell vielen Kommentare, positive Feedbacks. Wir teilen die immer in der Führerkabine, was da geschrieben wird. Mein Ziel war es, dass ich auch zurückschreibe, aber vielleicht habt ihr es gemerkt, ich schaffe es einfach nicht mehr zeitlich. Ich werde das aber gerne zu Hause nachholen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die bitte in die Kommentare. Ich kann die Kommentare filtern nach Fragen und werde die dann auch gerne stellen den Personen oder ich kann sie vielleicht selber beantworten. Dann die Nummer für heute ist 16, die Nummer 16 für die Verlosung der signierten Caps. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, kommentiert das Video und wenn noch nicht, abonniert bitte unseren Kanal. Es würde mich freuen, wenn wir auch morgen euch unterhalten könnten bei Time Out Racing. Bis bald!